Googles KI Gemini zerstört ChatGPT, Grok und selbst Claude. Zumindest, wenn man der Öffentlichkeit trauen darf. Und diese KI parken sie jetzt in ihr gesamtes Ökosystem. Der Assistant darf abdanken, stattdessen bekommen eure gesamten Smart Home Geräte Gemini. Eure Smartwatch bekommt Gemini. Euer fucking Kühlschrank bekommt Gemini. Das ist explizit kein Witz. Okay, was bedeutet das jetzt? Immerhin hat Google ja wohl das mächtigste Ökosystem neben Apple, das man sich so vorstellen kann. Wo liegen eigentlich Geminis Stärken und Schwächen heute? Was kann das Ding wirklich? Das wollen wir uns heute angucken. Zunächst einmal aber ein ganz schön großes Danke an Google, denn zu meinen ganzen Abos für diverse Bildmodelle wie Midjourney oder ChatGPT, Claude, Grok, Perplexity, Kling, Runway, Hugging Face und meine ganzen Instanzen bei AWS. Immerhin brauche ich für Gemini 2.5 Pro kein Abo. Yay! Gemini 2.5 Pro ist kostenlos für alle verfügbar. Zumindest innerhalb gewisser Nutzungslimits. Das ist fair und wirklich beeindruckend und ziemlich wertvoll, wenn man bedenkt, dass es von vielen als das beste Modell aller Zeiten gefeiert wird. Ihr könnt also alles, was ich euch zeige, direkt unter gemini.google.com ausprobieren. Aber selbstverständlich gibt es auch etwas, das Gemini hat, das die anderen nicht haben. Und das schauen wir uns selbstverständlich auch noch an. Allerdings nachher, nachdem wir uns die Basics angeguckt haben. Okay, Gemini 2.5 Pro ist wie die übrigen ein ganz großer Fisch, in dem es ein Thinking-Modell wird. Das heißt, wie wir heute wissen, nichts weiter als dass erstmal einige Wörter lang das Modell eine Art, Selbstgespräch mit sich führt, das seht ihr hier, um zu raffen, wie ihr da überhaupt rankommt an eure Antwort. Das heißt, was ihr als Benutzer erstmal wollt. Und das ist ziemlich praktisch, das funktioniert sehr gut, das hat sich gezeigt. Denn wir, also wenn wir das eingeben, müssen uns jetzt nicht so viel Mühe geben mit unseren Anfragen, weil ja Gemini nochmal drüber nachdenkt, was wir eigentlich von ihnen wollen. Und ja, Gemini nimmt sich tatsächlich ordentlich Zeit für dieses Nachdenken. Was gut ist. Übrigens, nicht wundern, die Modelle denken in diesem Fall hier jetzt gerade auf Englisch. Das ist das häufigste, aber ich hatte auch schon, spanische Gedankenprozesse oder auch deutsche, wenn meine Anfrage auf Deutsch ist und manchmal sogar ganz exotische Sprachen. Manchmal sogar gemischt. Der Gedankenprozess bei Gemini allerdings wirkt für mich strukturierter. Sehr viel strukturierter als bei anderen Modellen. Andere Modelle haben einfach wie eine normale Ausgabe vorne dran, während Gemini hier wirklich komplett strukturiert da durchgeht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte ein Grund für die Benchmarks sein. Aber zumindest mal ganz kurz, ein paar Bugs sind bei diesem Denkprozess durchaus noch drin, zumindest visueller Natur. Das seht ihr, das macht jetzt aber nichts mit der Ausgabe. Also nicht wundern, manchmal bekommt ihr sowas zu sehen, das ist sowas wie eine Art rohe Ausgabe des Modells. Ich freue mich grundsätzlich, wenn ich sowas sehe, weil ich dann verstehe, wie es innen drin funktioniert, aber ich glaube, für die meisten normalen Nutzern ist das nicht ganz so cool. Aber anyways, wir starten mal mit den Benchmarks. Zunächst einmal AIME. AIME ist ein Mathe-Benchmark, wo ausgewertet wird, wie korrekt die Modelle Mathe-Fragen beantworten können. Grundsätzlich haben wir dafür eigentlich Taschenrechner. Wir wollen aber, dass die natürlich Logik können. Und Mathe ist ein toller Benchmark für Logik. Vor allem, weil Taschenrechner die Aufgaben nicht hinkriegen. Zeige ich euch gleich. Dieser Benchmark wird grundsätzlich erstmal jedes Jahr neu aufgelegt, weil er eigentlich nicht für KI-Modelle, sondern für Menschen gedacht war. Aber ich habe euch jetzt hier trotzdem die Ergebnisse mit den Fragen aus dem letzten Jahr mitgebracht, damit wir es mit den ganzen anderen Modellen vergleichen können. Grok ist insgesamt immer noch ein ganz kleines bisschen besser, 1 Prozentpunkt, aber Gemini löst 92% aller Aufgaben, die wir denen so stellen können. So, jetzt kenne ich uns Menschen ja durchaus. Ja, vielleicht sind das ja alles voll die Pille-Palle-Aufgaben. So den Limes von 1 durch x mit x gegen 0, das kriege ich auch noch hin. Ja, ich überlasse euch mal diesem Problem hier aus dem AIME Benchmark 2025 und wir hören uns dann in ein paar Stunden wahrscheinlich in den Kommentaren, wenn ihr es gelöst habt. Ich gebe derweil zu, dass ich trotz Informatikmaster absolut raus bin, weil ich A, fucking zu faul bin für sowas und B, warum? Ich frage währenddessen dann einfach Gemini und kriege in 2 Minuten eine Antwort. Aber hey, wenn ihr das berechnen wollt, lasst gerne das Video trotzdem weiterlaufen.
Nächster Benchmark. Auch bei GPQA Diamond Wissenschaftsfragen rasiert es im Endeffekt die anderen Modelle gegen den Strich. Mal ehrlich. Experten, also Doktoranden und Postdoktoranden, schaffen auf ihrem Forschungsgebiet 65% der Fragen zu lösen. Diese Fragen gelten als Google-resistent, das heißt, man kann die Antwort nicht einfach herausgoogeln. Und bei den Forschern ist es so, wenn man Leichtsinnsfehler rausrechnet, also ein aus Versehen irgendwas halt falsch gedacht, dann kommt man auf 74% Genauigkeit. Bei Leuten auf ihrem Forschungsgebiet, also in meinem Fall zum Beispiel Informatik, wobei ich nicht mal einen Doktor habe, ich bin nicht mal Experte, wenn es danach geht. Ich habe nur einen Master. So, der normale Plebs schafft 34% der Fragen auf einem Forschungsgebiet. Gemini schafft 84% auf jedem Gebiet. Aber dazu muss man fairerweise sagen, hier schlägt jedes Reasoning-KI-Modell die menschlichen Experten mittlerweile. Selbst DeepSeek kommt über dem, was Menschen mit Leichtsinnsfehlern haben. Und naja, Leichtsinnsfehler bei KI rauszurechnen ist auch nicht gerade einfach. Aber ja, trotzdem ist hier Gemini selbstverständlich ganz, ganz oben dabei und setzt, ehrlich gesagt, neue Maßwerte. Aber lustigerweise ist das völlig anders bei Humanity's Last Exam. Das ist ein Benchmark und ja, der heißt wirklich so. Und bei dem Benchmark Simple QA. Das finde ich ehrlich gesagt immer wieder spannend. GPQA ist unfassbar schwer für uns Menschen, weil es eben Fachwissen prüft, das wir so nicht haben. Durch natürlich die ganzen immensen Trainingsdaten ist das für KI-Modelle gar nicht mal so schwer, weil die können ja dann einfach auf diese Antworten zurückgreifen. Humanity's Last Exam hingegen stopft genau diese Lücke in den Benchmarks und prüft Fragen, die ganz explizit schwer für KIs, aber einfach für Menschen sind, weil sie implizites Wissen brauchen. Implizites Wissen, das meint beispielsweise, was ist eigentlich, wenn ich ein Buch auf einen Tisch stelle? Fällt es dann nach oben? Komplett logische Frage, oder? Das Problem ist, dazu braucht man allerdings Erfahrung, wie die Welt funktioniert. Also, womit wir jeden Tag konfrontiert werden und was wir seit Babyalter gelernt haben. KIs haben sowas offensichtlich nicht, weil sie keinen physischen Körper haben. Man braucht Physik, man braucht, wie Kraft funktioniert, man braucht, wie Materialien funktionieren, was Gewicht ist. Man braucht so viel implizites Wissen, was wir einfach erlernt haben in unserem Alltag. Das testet Humanity's Last Exam. Und hier, wie wir sehen können, ist Gemini auch ganz vorne mit dabei und schlägt sogar solche Modelle wie O3 Mini. Übrigens wundert euch nicht, dass hier manche Modelle fehlen. Hier fehlt Grok, das wurde einfach bei Grok nicht getestet. Und hier fehlt Claude, das Simple QA hat Claude keinen Benchmark für gemacht. Gut, dazu kommen dann auch bei Humanity's Last Exam nochmal Fragen zu Motivation, zu sozialen Normen, zu Intentionen und vor allem zu moralischen Dilemmas. Das ist tatsächlich gar nicht mal so leicht, selbst für Menschen. Man testet aber hiermit also tatsächlich das Verständnis, wie die gesamte Welt funktioniert. Und auch hier sehen wir, wie gesagt, einen ziemlichen Sprung im Vergleich zum Vorjahr, also zu den Modellen von 2024. Letztes Jahr gab es einfach den Benchmark tatsächlich noch nicht so richtig, beziehungsweise kaum ein Modell hat den gemacht. So, Simple QA, ihr seht, da sind die Zahlen ein bisschen höher, ist aber trotzdem eine reine Faktenabfrage. Die Fragen sind an sich nicht so schwer, wenn man sie zum Beispiel googeln würde. Das Problem ist, das Modell muss sich an krasse Details erinnern. Also zum Beispiel, wer war der Regisseur von Titanic? Meint dieser Mensch, der die Frage stellt, das Schiff oder meint er den Film? Und meint er den Hauptdarsteller oder meint er den Regisseur? Solche Details, die wir zum Beispiel einfach relativ schnell bei Wikipedia nachgucken könnten, die muss man verstehen und da muss man auch den richtigen Namen mit abspeichern. Klar, ich kann natürlich so eine Art, ihr könnt es euch vorstellen wie so eine Art Mindmap, wo man dann der KI so eine Art Mindmap mitgibt. Hey, schau mal hier, der da war in diesem Film involviert, aber war er als Hauptdarsteller oder Regisseur involviert? Da schleichen sich sehr, sehr häufig Leichtsinnsfehler ein. Aktuell funktionieren diese ganzen Modelle übrigens in der Praxis deutlich besser, aber auch nur deswegen, weil die KIs auf externe Wissensdatenbanken, im Grunde genommen Wikipedia, zugreifen können, so wie wir auch. Die lesen also Wikipedia für uns und fassen uns dann die Informationen zusammen und kriegen natürlich dann deutlich bessere Ergebnisse als dieser Benchmark hier hin. Aber fairerweise mittlerweile sind die auch beim Auswendiglernen ziemlich gut.
Ja, was heißt das jetzt? Naja, ich vermute, die schönen Zeiten, wo uns Gemini bei Schwangerschaft 2 bis 3 Schachteln Zigaretten pro Tag empfiehlt, die sind leider vorbei. So viel tolles Meme-Material einfach verschenkt. Aber ich muss hier einmal ganz kurz ernst werden. Der Unterschied von Gemini 2.5 Pro zu beispielsweise ChatGPT O3 Mini ist nicht nur ein bisschen, das ist ein himmelweiter Unterschied für mich gewesen, während ich das Ganze benutzt habe. Schon wieder. ChatGPT hat O3 Mini vor etwa 2 Monaten veröffentlicht. Und für mich fühlt sich der Unterschied zwischen O3 Mini und Gemini 2.5 Pro, wie gesagt 2 Monate, fühlt sich an, als wären es 2 Jahre, die vergangen wären. Also tatsächlich nicht nur ein bisschen, sondern immens. Einfache Fragen, komplexe Fragen, rechtliche Beratung. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, was Google hier gemacht hat, aber OpenAI hat darauf keine Antwort, so wie sich das gerade anfühlt. Ihr letzter Release, das war GPT 4.5, war okay, aber eher als Basis zu betrachten. Gemini, klar, das ist ein ganz anderes Modell, das ist deren Thinking-Modell und trotzdem fühlt es sich nochmal nach was ganz anderem an. OpenAI hat versucht, dieses Release hier zu übertönen. Das machen die beiden momentan permanent so. Also Gemini versucht alles von OpenAI zu übertönen mit hey, wir haben hier auch was. Und OpenAI macht genau dasselbe mit Gemini. Und das haben sie in diesem Fall mit ihrem Bildgenerator gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Video von mir angeguckt habt. Der ist gut. Und er ist auf Social Media wirklich viral gegangen. Aber nach meinem ausführlichen Test kann ich leider kaum glauben, was hier passiert. Es fühlt sich nicht an wie ein Punkt 5 oder ein anderes Modell ist. Gemini 2.5 Pro fühlt sich an wie eine andere Generation an Modellen. Wie beispielsweise der Schritt von ChatGPT 3.5 auf 4. Das ist bedeutsam. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass man mehr Daten fürs Training braucht. Aber dafür habe ich eine extra Section nachher für euch geplant. Aber jetzt will ich euch erstmal unseren langfristigen Partner Incogni vorstellen. Unternehmen wie Google oder auch Datenhändler wissen einfach alles über uns. Unsere Suchen, Adressen oder auch sogar unsere Telefonnummern. Datenbroker sammeln das natürlich alles und verkaufen es weiter an Werbefirmen, zwielichtige Typen und eben wer einfach zahlt. Das führt natürlich zu Spam, Betrug oder im schlimmsten Fall sogar Identitätsdiebstahl. Und hier kommt Incogni ins Spiel. Die nehmen euch den ganzen Stress einfach ab und kontaktieren all diese Datenbroker, insgesamt über 200 Stück, vollkommen automatisch. Ihr gebt eure Infos einfach ein und Incogni sorgt dafür, dass eure Daten aus den Datenbanken verschwinden. Und ich teste das Ganze jetzt schon seit mehr als einem Jahr. Und nach ein paar Wochen hatte ich deutlich weniger Spam-E-Mails auf den E-Mails, die ich da prüfen lasse. Natürlich nicht auf der öffentlichen, die in meinem Impressum steht. Und natürlich auch weniger Anrufe von irgendwelchen Callcentern, die ich manchmal ehrlich gesagt gerne wieder hätte, um die Callcenter zu analysieren. Naja, so ist es natürlich auch angenehm. Incogni schickt regelmäßig Löschanfragen, checkt nach und wenn die Broker nicht spuren, dann kommt auch nochmal ein Schreiben vom Anwalt. All das natürlich gestützt durch Gesetze wie der DSGVO. Ihr könnt den Fortschritt in eurem Dashboard vollständig verfolgen, selbstverständlich. Und das Beste mit dem Link hier beziehungsweise unten in den Kommentaren bekommt ihr sogar nochmal 60% Rabatt auf das Jahresabo. Einfach dort draufgehen, Code eingeben und eure Privatsphäre zurückholen. In Zeiten, wo KI-Systeme immer mehr Daten schlucken, ist sowas Gold wert, also schaut es euch super gerne an. Okay, auch beim Programmieren schlägt jetzt Gemini schon wieder alle anderen Modelle, wie beim Codebearbeitungstest AIDA Polyglot. Oder es reiht sich beim vollautomatisierten Programmieren, also vollautomatisiert, zumindest sehr weit oben ein. Was wirklich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass Claude 3.7 speziell für Softwareentwickler gedacht ist. Selbstverständlich habe ich also dieses Gemini 2.5 Pro auch zum Programmieren benutzt. Denn ich sage mal so, meine Ideen sind zu viel und meine Tage haben zu wenig Stunden. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich der Code ist, den die Modelle generieren. Ihr habt ein kleines Experiment von mir direkt am Anfang im Video von letzter Woche gesehen mit den Bildern von GPT-4o. Das Spiel, das ich mit den Sprites geschrieben habe, das habe ich mit Gemini 2.5 Pro geschrieben. Innerhalb von 2 Anfragen. Das ging quasi sofort. Ich bevorzuge persönlich allerdings nach wie vor den Code, den mir Claude ausspuckt. Er wirkt für mich erstmal ein bisschen sauberer, vielleicht ist Gemini auch einfach zu intelligent für mich, ich weiß es nicht. Und Claude hat meiner Meinung nach ein besseres Fehlermanagement. Aber, und das ist jetzt wirklich neu,
es funktioniert wahnsinnig gut mit Gemini zu programmieren. Das war die Version davor mit Gemini meiner Erfahrung nach noch ganz anders. Und ja, ich mache mittlerweile keine Benchmarks mehr für reines Programmieren oder Softwaretechnik oder Informatik insgesamt. Es ist einfach mittlerweile normal, dass jede verdammte KI meine schwersten Tests immer schafft. Ich meine, was soll ich tun? Ich kann euch buchstäblich nur meine Erfahrung in richtigen Softwareprojekten teilen und naja, das ist zu viel, um es irgendwie in einem Video zu zeigen. Aber ich habe dann noch was für euch. Weder Claude noch Gemini können gleichzeitig programmieren und Softwarearchitektur. Deswegen nach wie vor der Mensch wird hier dringend gebraucht. Aber gerade fürs Programmieren hat Gemini ein ganz besonderes Perk, das ich direkt am Anfang schon erwähnt habe, das es tatsächlich in, naja, manchen meiner Belangen zumindest besser macht als Claude 3.7. Ein extrem langes Kontextfenster. Gemini 2.5 Pro hat ein Kontextfenster von 1 Million Tokens. Das hat bislang nur Grok 3 und Gemini will es bald auf 2 Millionen Tokens verlängern. Die OpenAI-Modelle, die gesamten Familien, haben, genauso wie Claude übrigens, nur 200.000 Tokens und normal waren bis letztes Jahr eher noch 128.000 Tokens. Was heißt das? Nun, Eingabe und Ausgabe in einem Aufruf von so einer KI können jetzt bei Gemini 10-mal Harry Potter Band 1 sein. 10-mal dieses dicke Buch. Und alles davon kann gleichzeitig quasi im Kurzzeitgedächtnis von Gemini sein. Informationen im Kurzzeitgedächtnis müssen nicht irgendwo zwischengespeichert werden. Man kann sich an Details erinnern. Das heißt, im Langzeitgedächtnis, also das, was wir erlernt haben, was die KIs erlernt haben, sind Informationen häufiger mal verwaschen. Beispielsweise der Regisseur von Titanic. Habt ihr das aber gerade gelesen, wer der Regisseur von Titanic ist, dann wisst ihr das. Das heißt, es ist wie bei mir zum Beispiel ein paar Jahre her, dass ich diese Info, wer der Regisseur ist, bekommen habe und deswegen kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Deswegen ist Gemini auch in der Lage, deutlich größere Codestücke jetzt auf einmal zu verwalten. Also beispielsweise, wenn ich den gesamten Code eines Projekts in Gemini reinpacke oder in Claude reinpacke. Bei Claude bin ich mit etwa 15.000 Zeilen Code, also ungefähr 40.000 Wörtern, an die Grenze der Eingabe geraten. Das heißt, alles, was ich länger reinpacke, wird einfach vergessen. Das ist, als wäre das niemals da gewesen. Gemini 2.5 Pro würde in der Theorie zumindest das Fünffache, also 75.000 Zeilen Code auf einmal verarbeiten können. Und das ist ein anderer Unterschied. Das ist völlig, das kann man nicht mal mehr greifen. Aber Google hat das selbstverständlich mit einem gewissen Hintergedanken gemacht. Denn man kann natürlich nicht nur Code dort eingeben, sondern auch eure Informationen. Welche Informationen habt ihr bei Google? Oder ich frage andersrum, welche Informationen habt ihr nicht bei Google? YouTube-Verlauf, Dokumente, E-Mails, eure Bilder, YouTube-Music-Verlauf, Podcast-Verlauf, Android-Nutzung, eure früheren Anfragen an Google und Gemini, die Websites, die ihr angeklickt habt, eure gesamten Werbeprofile. All das möchte Google nutzen, um eure KI-Antworten zu personalisieren. Also das heißt, dass Gemini euch speziell für euren Kontext, für das, wer ihr seid, eine Antwort erstellt. Und naja, das ist natürlich drastisch anders, wenn ihr eine Antwort bekommt, als wenn ich eine Antwort bekomme. In meinem Fall weiß es dann, aha, das ist ein Informatiker. Das heißt, Analogien zum Erklären, das werden Informatiker-Analogien sein. Falls ihr Physiker seid, falls ihr BWLer seid, falls ihr whatever seid, kriegt ihr eine Antwort, die sich an euren Kontext anpasst. Klar, dazu kann man natürlich dieses ganz schön große Kontextfenster brauchen. Da macht es dann durchaus auch Sinn, das Kontextfenster vielleicht sogar nochmal zu erweitern auf 2 Millionen Tokens. Diese Informationen sind eine Art Profil. Was heißt eine Art? Sie sind euer Profil. Und naja, das will man natürlich nicht vollständig speichern und jedes Mal da reingeben, sondern man speichert eine Art komprimierte Version davon. Also wirklich so quasi Tags. Ihr bekommt dann, in meinem Fall, bekomme ich den Tag Informatiker, wie eine Art Label. ChatGPT tut das auch jetzt schon in einer deutlich abgespeckteren Version, die ihr vielleicht auch kennt, die Erinnerung. Und selbst darüber kann man so viel über Menschen, über ihre Probleme, über ihre innere Gefühlswelt erfahren. Google hat dann natürlich noch sehr viel mehr von euch
Und all das kann verwendet werden, um euch die persönlichsten Antworten zu erstellen, aber natürlich auch die perfekten Produkte für euch zu finden und zu bewerben vielleicht. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass ich beispielsweise absolut glücklich bin, wenn ich endlich mal wirklich genau die Antwort von Google bekomme, die ich suche und nicht nur 50.000 falsche Posts. Aber gleichzeitig Google und die USA, ich weiß nicht, was die wirklich meine innere Gefühlswelt angehen sollte. Denn mit Sicherheit habe ich ein paar Gedanken, die sie nicht ganz so cool finden werden. Unter anderem, dass sie das alles nichts angeht. Ich meine, mega, dass eine einzige Google-Suche durch 10 Romane an Inhalten durchgehen kann und ich dann alles auf einmal zusammengefasst bekomme. Das lässt den leichten Beigeschmack, dass alle Website-Betreiber ihr Geschäftsmodell verlieren, fast vergessen. Klar, das ist toll, dass das Modell sogar YouTube-Videos analysiert und deren Transkripte, wie auch dieses Video hier, rippt und mit in die Berichte reinschluckt. Aber warum verbringe ich dann jeden Tag mehrere Stunden mit der Recherche, mit der Überprüfung von diesem ganzen Content, den ich euch produziere, mit Skriptschreiben, mit Aufnahme, mit Editing, wenn am Ende nur noch Gemini meine Videos schaut, beziehungsweise das Transkript runterlädt? Ich meine, es ist super geil, potenziell alle meine Bilder bei Google auf einmal analysieren zu lassen und dass ich dann einfach nach den Informationen suchen kann, beispielsweise in welchen Nationalparks ich war. Aber das geht ja nur, wenn ich meine Bilder zu Google hochlade. Und ja, Google ist auch ganz klar an der Spitze mit ihrem Modell, was Bilderkennung und Bildverständnis angeht. Ich habe nicht wirklich eine Wahl, wenn ich diese Qualität haben will, zumindest aktuell nicht. Und Google wird natürlich diesen Fortschritt behalten wollen. Welche wirkliche wirtschaftliche Wahl habe ich denn, eine Nicht-Google-E-Mail-Adresse zu haben, wenn ich bei Google alles automatisch beantworten kann, in meinem Stil mit all dem Kontext über mein gesamtes Unternehmen, während ich mich privat vielleicht durch tausende Spam-Kontakte wälze, die Google verwenden, und versuche, den echten Kontakten zu antworten. Gleichzeitig könnte ich mit meinem Assistenten sprechen, eine alte E-Mail raussuchen, Termine verwalten lassen, Meetings zusammenfassen lassen und mir direkt dann auch noch Aufgaben in den Kalender eintragen lassen. Und ja, ein Großteil davon geht jetzt schon mit diesen Tools hier, alle von Google. Und wenn ich dann schon dabei bin, dann kann ich ja Gemini gleich noch ein Programm schreiben lassen, das die meiste Arbeit für mich erledigt. Versteht mich nicht falsch, den Produktivitätsboost, den wir gerade durch Googles Gemini 2.5 Pro erhalten haben, der ist unfassbar. Es sind echte neue Anwendungsfälle möglich, die davor nicht möglich waren, durch ein langes Kontextfenster, das sogar jetzt auch noch akkurat funktioniert. Das war bislang nicht der Fall. Google plant und hat Gemini schon in einen Großteil ihres Ökosystems integriert. Der Google Assistant soll dieses Jahr noch vollständig entfernt werden und Gemini soll alle Aufgaben mit Funktion, also quasi Verknüpfung mit diesem Ökosystem, durchführen können. Also alles, was ihr davor mit dem Assistant gemacht habt und noch deutlich, deutlich mehr. ChatGPT hat kein solches Ökosystem, genauso wenig wie Anthropic mit Claude oder Elon Musk mit Grok ein Ökosystem haben. Gleichzeitig haben weder Apple noch Microsoft wirklich eigene KI-Systeme, die man überhaupt nennen muss. Microsoft hat sich versucht, bei OpenAI so ein bisschen ranzuzecken und Apple auch. Google ist damit also buchstäblich zu einem Favoriten im KI-Rennen geworden. Und das heißt auch, dass sehr viele Geschäftsmodelle, unter anderem alles, was mit Content im Internet zu tun hat, in Frage gestellt werden und andere sich Google eben unterstellen müssen. Ohne Google würde dieser Kanal hier auch nicht existieren, weil YouTube ist auch Google. Zumal Google konkurriert ja auch mit Nvidia bei Robotern. Und der Kampf, der geht gerade auch ordentlich los. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Aber einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es natürlich. Und zwar mein Morphreader. Perfekte Überleitung, oder? Nein, ich versuche euch mit dem Morphreader eine Art Newsfeed zu erstellen, der nicht auf euch angepasst ist, den ihr für euch anpassen könnt. Dort gibt es wirklich all die Nachrichten, die uns momentan wirklich überfluten, in einer Art Kurzzusammenfassung. Dass Gemini 2.5 Pro raus ist, das erfahrt ihr dort als allererstes. So schnell kann ich gar nicht sein.
Hier bekommt ihr dann natürlich eher die Analyse. Dort bekommt ihr eine ganz knappe Zusammenfassung ohne Clickbait, ohne Tracker und vor allem mit einem festen Ende. Das heißt, ihr wisst, aha, jetzt bin ich durch meine Nachrichten durch. Ich muss nicht noch irgendwie auf Social Media weiter nach Nachrichten suchen. Ich muss mich nicht fürchten, dass ich irgendwas verpasse. Ihr habt kein Doomscrolling mehr. Das war für mich ein ganz großes Problem. Das heißt, ich habe den eigentlich hauptsächlich für mich gebaut, aber selbstverständlich auch für euch. Und ja, ich entwickle das Ding komplett von selber, also selbst. Und ja, ich entwickle den auch gerade vollständig neu, weil ich einige tolle Feedback und tolle Informationen, tolle Ideen von euch bekommen habe. Sprich, ja, es wird bald eine ganz große neue Version rauskommen. Die braucht allerdings natürlich ihre Zeit. Let me cook, möchte ich an der Stelle einfach nur mal sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder im Cyberspace. Ciao.